Die Temperatur des Bodens unter Ihren Tomatenpflanzen ist um Mitternacht höher als die der Mittagssonne. Verwechseln Sie nicht die Lufttemperatur mit der Bodentemperatur. Tief unter den Wurzeln speichert der Boden auch nach Sonnenuntergang noch stundenlang Wärme. Das bedeutet, dass der kühle Nachmittag, die goldene Stunde, wenn die Sonne untergeht und Millionen von Menschen ihre Gärten bewässern, den Boden in einen 8-stündigen unterirdischen Nebelofen verwandelt. Das Gießen des glühend heißen Bodens und anschließendes Schlafen retten Ihre Pflanzen nicht. Sie kochen und ersticken ihre Wurzeln. In diesem Video zeige ich Ihnen den genauen Bewässerungsplan, um die Situation zu verbessern, die falschen Signale Ihrer Pflanzen zu entlarven und den versteckten Killer in Ihrer Gießkanne aufzudecken. Viele von uns kommen nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause, genießen den Sonnenuntergang und gehen mit der Gießkanne in der Hand in den Garten. Man denkt, da die Luft abgekühlt ist, hat sich auch der Boden abgekühlt, doch der Boden tickt ganz anders. Erde ist eine unglaublich schwere Masse und leitet Wärme sehr langsam. Die Hitze der intensiven Mittagssonne verschwindet nicht mit Sonnenuntergang, stattdessen sickert sie langsam in die tieferen Bodenschichten. Die Oberflächentemperatur mag um 13 Uhr ihren Höhepunkt erreichen, aber in einigen Dutzend Zentimetern Tiefe, wo die Wurzeln der Tomatenpflanze verankert sind, ist es mitten in der Nacht am heißesten. Gießt man um 19 Uhr, kühlt man die Wurzeln überhaupt nicht. Man gießt kaltes Wasser in einen Ofen, der bereits auf Hochtouren läuft, und schafft so 8 Stunden lang im Dunkeln eine luftdichte, wärmespeichernde Umgebung. Die Kombination aus Wasser und der hohen Bodentemperatur in der Nacht ist ein doppelter Schlag, der die Pflanzen abtötet. Wurzeln nehmen nicht nur Wasser und Mineralien auf, sondern benötigen auch ständig Sauerstoff, der durch die Zwischenräume der Bodenpartikel aufgenommen wird. Bei Erwärmung des Bodens sinkt die Sauerstoffbindungskapazität des Wassers drastisch. 1 Liter kaltes Wasser kann viel Sauerstoff transportieren, doch Wasser in glühend heißem Boden speichert nur noch die Hälfte davon. Paradoxerweise regen höhere Temperaturen die Wurzeln zu intensiverer Atmung an, wodurch sie die doppelte Menge Sauerstoff benötigen. Da das Angebot halbiert, der Bedarf aber verdoppelt ist und zudem alle Lufträume im Boden mit Wasser gesättigt sind, ersticken die Wurzeln vollständig. Ich habe unzählige Gärtner erlebt, die zusehen mussten, wie ihre Pflanzen nach nur wenigen Tagen abendlichen Gießens verwelkten, ohne zu ahnen, dass ihre Fürsorge den Pflanzen den letzten Atemzug genommen hatte. Um 3 Uhr nachmittags, wenn die Temperatur auf ihrem Verandathermometer ihren Höchststand erreicht, treten sie in den Garten und sehen ihre Tomatenpflanzen hängen, ihre Blätter wie nasse Wäsche an der Leine. Ihre erste Reaktion ist Panik, denn sie denken, sie verdursten. Aber ich möchte Ihnen sagen, dass die Pflanzen in diesem Moment nicht unter Wassermangel leiden. Sie wenden eine raffinierte Überlebensstrategie an. Sie schließen aktiv die Spaltöffnungen auf ihren Blättern und reduzieren die Sonneneinstrahlung, um Wasserverlust zu vermeiden. Sie ziehen sich zusammen, um die heißesten 2 Stunden des Tages zu überstehen, ähnlich wie jemand seinen Hut vor einem Sandsturm tief ins Gesicht zieht. Wenn Sie geduldig beobachten, wie die Sonne am späten Nachmittag nachlässt, richten sich die Pflanzen von selbst wieder auf, ganz ohne Wasser. Sie wurden von ihren eigenen Pflanzen getäuscht und es ist völlig unnötig, sie jetzt zu gießen. Ein weiterer Mythos, der sich unter Gärtnern seit Generationen hält, besagt, man solle Pflanzen auf keinen Fall mittags gießen, da die Wassertropfen auf den Blättern wie Brenngläser wirken und das Laub verbrennen würden. Das ist jedoch völlig falsch. Physiker haben Experimente durchgeführt, indem sie Wassertropfen und Glaskugeln auf die Oberfläche von Blättern unter intensivem Sonnenlicht legten. Die Ergebnisse zeigten, dass Wassertropfen, die in direktem Kontakt mit dem Blatt stehen, die Wärme viel schneller vom Blattgewebe abführen, als es die Lichtgeschwindigkeit erwärmen kann. Der Wassertropfen ist kein Brennglas, sondern ein temporärer Kühlmechanismus. Erinnern Sie sich an die sommerlichen Mittagsgewitter? Danach verbrennen keine Blätter. Der Regen kühlt lediglich die Luft. Haben Sie keine Angst vor den Wassertropfen auf den Blättern. Das Einzige, worüber Sie sich Sorgen machen müssen, ist die tatsächliche Temperatur unter der Oberfläche, die mit bloßem Auge nicht sichtbar ist. Wenn Sie Ihrem Garten ohne zusätzliche Kosten eine optimale Wachstumsphase ermöglichen möchten, ändern Sie den Zeitpunkt Ihrer Bewässerung. Der ideale Zeitpunkt ist weder der späte Nachmittag noch der frühe Morgen, sondern etwa eine Stunde vor Sonnenaufgang gegen 4 Uhr morgens. Führende Agraringenieure und professionelle Bewässerungsrichtlinien verfolgen ein gemeinsames Ziel:
Die Bewässerung sollte vor 5 Uhr morgens abgeschlossen sein. Warum die Dunkelheit vor Sonnenaufgang? Die Temperaturschwankungen des Vortages haben sich gelegt, der Boden hat seine Wärmeabgabe beendet und ist am kühlsten im 24-Stunden-Zyklus. Die Bewässerung zu dieser Zeit ermöglicht es dem Wasser, tief in die Wurzelzone einzudringen, ohne durch angestaute Bodenwärme behindert zu werden oder gefährliche Kondensation zu verursachen. Die Bewässerung um 4 Uhr morgens bietet 4 herausragende ökologische Vorteile, die zu keinem anderen Zeitpunkt erreicht werden. Erstens erreichen die oberste Bodenschicht und die Wurzelzone ihre niedrigsten Temperaturen, wodurch das Wasser maximal viel gelösten Sauerstoff für die Wurzeln enthält. Zweitens ist dies die ruhigste Tageszeit, wodurch Verdunstung und Wasserverschwendung vermieden werden. Drittens ist das Wasser in ihren Bewässerungsleitungen nach einer langen Nacht in Dunkelheit vollständig abgekühlt. Der vierte und wichtigste Vorteil betrifft direkt Pilzsporen. Da sich seit Mitternacht bereits Tau auf den Blättern abgesetzt hat, verlängert das Gießen um 4 Uhr morgens die Feuchtigkeit der Blätter nicht. Sobald die Sonne aufgeht, trocknet das Morgenlicht die Blattoberfläche schnell ab und verhindert so den Befall mit schädlichen Pilzen, die mindestens 9 Stunden kontinuierliche Feuchtigkeit benötigen, um in die Pflanze einzudringen. Stellen Sie sich nun einmal den aufgerollten Bewässerungsschlauch vor, der im Sommer auf dem Beton oder Rasen in der prallen Sonne liegt. Er dient nicht nur der Bewässerung, sondern ist ein hocheffizientes, solarbetriebenes Wasserheizsystem. Das Wasser im Schlauch kann innerhalb weniger Stunden Temperaturen von 50 bis 65 Grad Celsius erreichen. Vergleichen Sie dies mit der Toleranzgrenze von Pflanzen. Wurzeln erleiden bereits bei etwa 40 Grad Celsius dauerhafte Schäden und sterben ab, wenn sie nur wenige Minuten in 50 Grad Celsius heißem Wasser stehen. Wenn Sie den Schlauch nun anheben und den ersten Wasserstrahl direkt auf die Pflanzenbasis sprühen, kochen Sie die Wurzeln unwissentlich und verbrennen das gesamte Pflanzengewebe. Der eigentliche Feind Ihres Gartens ist nicht die Sonne, sondern das kochende Wasser in Ihrem Schlauch. Die Lösung für dieses Problem ist denkbar einfach und kostet Sie keinen Cent. Bevor Sie Topfpflanzen oder Gemüsebeete gießen, halten Sie den Gartenschlauch auf einen Gehweg oder eine Pflasterfläche und lassen Sie das Wasser etwa 10 bis 30 Sekunden lang frei laufen. Warten Sie, bis das heiße Wasser vollständig abgelaufen ist und sich das fließende Wasser angenehm kühl anfühlt. Diese kurze Maßnahme, die weniger als 10 Sekunden dauert, schützt das empfindliche Wurzelsystem der Pflanzen. Wenn Sie kleine Kinder oder Haustiere haben, schützt dieses Abspülen sie zudem vor gefährlichen Verbrennungen an heißen Sommertagen. Wenn Sie den Boden um Ihren Baum herum vor der sengenden Sonne schützen möchten, ist eine Mulchschicht die beste Lösung. Sie können Stroh, trockenes Laub oder gemähtes Gras verwenden, um den Boden um den Stammfuß mit einer etwa 5 cm dicken Schicht zu bedecken. Dieser Mulch wirkt wie ein äußerst effektiver natürlicher Thermostat. Praktische Experimente haben gezeigt, dass die Temperatur der unbedeckten Bodenoberfläche an den heißesten Tagen auf bis zu 50 Grad Celsius ansteigen und die flachen Wurzeln vollständig zerstören kann. Direkt unter einer Mulchschicht bleibt die Bodentemperatur jedoch stabil und liegt 10 bis 15 Grad Celsius unter der Umgebungstemperatur. Der Mulch verhindert nicht nur, dass die direkte Sonneneinstrahlung wertvolles Wasser verdunstet, sondern hält auch das unterirdische Mikrobiom kühl und gesund. Anstatt Ihre Pflanzen nach einem festen Zeitplan zu gießen oder in Panik zu geraten, wenn die Blätter hängen, möchte ich Ihnen eine einfache, aber absolut zuverlässige Methode zur Überprüfung der Bodenfeuchtigkeit vorstellen. Die Zwei-Finger-Regel. Stecken Sie, bevor Sie die Gießkanne aufdrehen, Ihren Zeigefinger etwa 2 Finger breit tief in die Erde nahe den Wurzeln. Wenn sich die Erde kühl anfühlt und die Partikel noch leicht an Ihrer Fingerspitze haften, ist sie noch ausreichend feucht. Weiteres Gießen würde dann nur zu Wurzelfäule und Nährstoffverlust führen. Ist Ihr Finger hingegen völlig trocken und die Erde hart und trocken, ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass es Zeit für eine gründliche Bewässerung ist. Lernen Sie, auf die Signale der Erde zu achten, indem Sie sie mit den Fingerspitzen prüfen, anstatt sich von flüchtigen Anzeichen auf der Blattoberfläche täuschen zu lassen. Jetzt kennen Sie die wichtigsten Geheimnisse für die optimale Bewässerung und Temperatur in Ihrem Garten. Gießen Sie ab sofort nicht mehr abends, wenn sich der Boden wie ein Backofen aufheizt. Stellen Sie Ihren Wecker auf 4 Uhr morgens, damit die Wurzeln kühl und sauerstoffreich versorgt werden.
Spülen Sie die Bewässerungsrohre vor dem Gießen gründlich durch, um das kochende Wasser zu entfernen, und schützen Sie den Boden stets mit einer dicken Schicht organischen Mulchs. Abonnieren Sie unseren Kanal und teilen Sie dieses Video mit Ihren Gartenfreunden, um unnötige Pflanzensterben zu vermeiden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.